Willkommen zurück zu Let's Play LA Noir. In der letzten Folge haben wir dieses Gedicht gefunden, was uns der Täter hinterlassen hat. Unserem Avatar hat es sehr gut gefallen. Und wir müssen jetzt dieser Spur nachgehen. Unser Partner geht natürlich wieder vor. Er weiß, was lang geht. Und wir verhören jetzt unseren Verdächtigen, den Ehemann. Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment and that was the last time I saw her. Das stimmt ja gar nicht. Ja, ich kann auch gar keine Lüge machen. Er hat sie ja verfolgt, zumindest sagt das die Nachbarin. Vielleicht lügt die Nachbarin ja auch. Wir machen aber erstmal letzter Kontakt mit dem Opfer. So your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight maybe? She didn't stay long. Können wir denn das als Beweis? Haben wir das als Beweis? Das Alibi des Ehemanns. Ich mache mal Intuition. Wir haben ja 4 Punkte übrig jetzt erstmal. Und dann machen wir mal die Lüge mit dem Alibi. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Wobei ich mich aber frage, unser Avatar weiß ja eigentlich natürlich, dass er es nicht sein kann, weil er ja diesen Werwolf für den Täter hält. Trotzdem setzt er ihn unter Druck. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car. It was a brown Ford Coupe. Okay, ein Auto, in das sie gestiegen ist. Ja, es gibt viele braune Coupes. Der Scheidungsprozess, was weiß er denn darüber? Oder beziehungsweise wusste er überhaupt davon? You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but we weren't getting a divorce. Er sagt, er hatte von der Scheidung keine Ahnung. Es sieht auch so aus. Ich mache mal Intuition. Er sieht aus wie so ein begossener Pudel gerade. Ich hoffe doch mal, dass Lüge wegfällt. Nein? Die Wahrheit fällt weg. Sehr schön. Ein Notizbuch. Sehen wir da irgendwas? Die Blutspur ist es nicht. Der Schlüssel. Brief des Anwalts. Zwischen Scheidungsanwalt und Opfer. Foto des Armbandes. Aber der Brief war ja nur an sie gerichtet. Dann mache ich mal Anzweifeln, weil ich nicht glaube, dass das der Beweis dafür ist. You didn't want anyone else to have her. You didn't like the idea of other men fucking your wife, slipping it to her. The idea that she might like it. Vete a tomar por culo! Easy there, Angel Boy. Ease it back a notch. Okay, das war falsch. Ha, verdammt. Schmugglerleiche. Wir suchen ja das Armband. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Jetzt bin ich verwirrt, das ist derselbe Hundeblick wie eben. Verbrate jetzt alle diese Punkte. Aber wenn er sagt, sie hat es immer getragen. Also er sagt, sie hat es immer getragen. Ich mach mal die Wahrheit. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Okay, und was erzählst du uns denn zu dem blutbefleckten Hemd? Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Und dann hast du es wieder aufgehangen? Haben wir denn einen Beweis? Blutiger Strom passt ja nicht dazu. Das Punktediagramm ist alles sehr, sehr rätselhaft.
Ich mach mal anzweifeln. Vielleicht sagt er auch die Wahrheit, aber ich kann ihn jetzt nicht beweisen. Ich habe wirklich keinen Beweis dafür. Ich kann ja nicht blutiges Hemd mit blutigem Hemd beweisen, das ist ja irgendwie Schwachsinn. Anzweifeln? Angel, I'm not gonna waste any more time on this. Give me something or I'm gonna have you charged. My brother, Hippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Ich denke nicht, dass er der Täter ist. Ich denke wirklich, er hat seine Frau geliebt. Auf seine Weise. Und wir gucken uns mal diesen Obstladen an, weil wir werden ja ziemlich dahin gedrängt, da mal I need to go vorbeizufahren. over the case notes. Und wir haben immer noch die Bar, als ob wir da was vergessen hätten. Wir können ja später nochmal vorbeifahren. Aber der Ehemann sagt auch, dass sie beim Obstladen immer angeklotzt wurde. Von Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Have you seen the body? Fucking cased his nozzle away at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Tja, jeder will nach Hollywood. Was will man tun? Ist nun mal das Zentrum des Films. Und jeder versuchte da sein Glück zu finden, da irgendwo unterzukommen. Und auf den großen Durchbruch zu warten. Das ist lustig, unser Kollege hat immer noch keinen Hut, der liegt immer noch in den Apartment. Could have come here from the start and saved ourselves a day's legwork. Können wir mit der Dame reden? Nee. Können wir mit der Dame reden? I Nee. got a call back for that Universal Chorus line. Was sagt denn dieser nette junge Mann hier? Er muss sich ja daran erinnern, wenn sie so oft hier war. Sir, Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? What brings you here? Also, er LAPD, liefert auch aus. Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Die markante Halskette. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Aber er sieht nicht... Können wir essen? Können wir, ja. Eine Käsehals. Ich mache erstmal anzweifeln. Wenn wir dann anzweifeln falsch ist, dann ist es sein Lügengesicht, denke ich. Er guckt nämlich so oft zur Seite. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after-hours crowd. Look, I don't want any trouble. I'm just trying to make a buck. Also daher kommen die Flaschen. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Also hat sie sich Alkohol besucht und ist dann verschwunden. Aber das ist doch schon wieder sein Anzweifeln-Gesicht. Aber sie ist doch in dem braunen Coupé gestiegen. Zumindest hat es der Mann gesagt.
Aber ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Also ob der das auch gesehen hat oder ob sie erst in das Taxi und dann in den Braun. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ob wir ihn lügen oder anzweifeln. Ich mach mal wieder anzweifeln. You already knew Mrs. Maldonado, didn't you, Clem? Sure, I met her before. She seemed like a nice lady. Her husband went apeshit one day when he caught me talking to her. She had me back until last night. Okay, das war also auch richtig. Und jetzt die Bewegung des Opfers. Aber woher will der das wissen, wenn der hier schwarz Alkohol verkauft? Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Und das sieht jetzt ehrlich aus. Oder ist es ein Lügengesicht? Ja, ich mach mal die Wahrheit, weil ich ihm jetzt wirklich glaube. Ich glaube nicht, dass er irgendwas damit zu tun hat. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She Okay. seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Also er hat auch diesen braunen Coupe gesehen. Wir müssen dieses Auto finden. Wir bräuchten ein Nummernschild. Ja, tritt gleich die Tür auf. Klingt nicht mal. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Das ist einfach wieder, ja genau, eine Kiste mit Alkohol. Dann gucken wir mal auf dem Schreibtisch. Was ist denn das? Ein blutiges Messer? Why cut someone who was already dead? It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually Ein feels they can blutiges do whatever they Skalpell like. im Obstladen. You must have seen it during the war. Und ein Schraubenschlüssel für die Reifen. Den können wir aber nichts anfangen. Das ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Achso, das hatten wir schon. Ich dachte da. Und hier? So Eine what are we hiding in here? Schmuckschatulle. This thing needs a combination. Ach, können wir da reingucken? Ist das etwa die Kombination, die wir da gefunden haben? Aber wer sollte denn das einen Zettel davon abdrucken und hier ist die Schatulle? Jetzt bin ich verwirrt. Das ergibt ja wirklich gar keinen Sinn. Notiz mit dem Punktediagramm. 253. Probieren wir das doch mal. 253, 253. So, können wir das drehen? Okay, 2. 4, 5. Und da drüben jetzt 3. Warum das Punktediagramm? Das erscheint mir unlogisch. Und das ist das die religiöse Kette, die sie I got a callback for that universal um den Hals hatte? line. Warum hat er die denn? Aber dann lässt er doch nicht die Kombination liegen. Das wird mir immer rätselhafter. Ich glaube, er ist der Mörder, aber auch wieder nicht. Treibt der Werwolf ein Spielchen mit allen möglichen Leuten? Etwas größeres Ganzes? Ah, das ist alles... Ja, wir haben alles 3 uns angeguckt. Was sollen wir denn jetzt tun hier? Wir können hier nichts tun. Ich hätte gedacht, er sagt irgendwas dazu. Heilige Mutter. I just don't know how to dance to bebop. Dieses Kreuz. Ah. Sehr gut. This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Clem!
Und er rennt natürlich weg, ja. Das war ja so klar. Das macht ihn noch verdächtig. Oh nein, nicht in das Auto, dann muss ich dich wieder verfolgen. Wie viele Menschen werden sterben? Vor allen Dingen viele Unschuldige. God damn it, get after him, Cole. Ah, wo ist er denn jetzt da? Ah, da geht's schon I'll los. try to shoot out his Oh, und die Wish me Kamera luck. dreht sich oder so bescheuert. Ja, Officers sind verpflichtet, keine zivilen Opfer zu Should have verursachen. grabbed him when we had the chance, Phelps. When we had the chance, we didn't know he was our guy. Aber das Don't ist nicht go so to einfach, sleep weil die on ja me. auch You'll be die back Gassen in hier close. fahren. Ah. Strange that he'd leave a trail of blood right back to his own market. Maybe he wanted to be caught. A lot of them do. Oh. Vor allen Dingen, er weiß, wo er lang fährt. Ich weiß nicht, wo er lang fährt. Er kann also schneller um die It's Kurve. almost Und too jetzt ein perfect, Sprung. isn't it? There's no such thing as too perfect. Und in der Luft I'll geschossen. try to shoot out his tires. Wish me luck. Oh. Hit him, Cole. Spin him out. Und da ist die erste Ampel futsch. Jetzt schieß doch. Schieß auf die Reifen, du bist neben ihm, Junge. Und da überschlägt er sich. Ach du Scheiße. Hit it. Clean this asshole off the road. Und gleich noch 2 Zivilisten mit dabei verletzt. You're a sick man, Clem. You need help. Ja, das auf jeden Fall. Outstanding job on this case, gentlemen. The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Na, dann kann er uns ja mal wieder befördern. Mr. Chief, ja klar, nimmt er gleich noch eine Packung Alkohol mit. Ach, wir sind ja auch nur die Polizei. Ja gut, wir sind das Morddezernat, aber trotzdem. Es gehört sich einfach nicht. Fall abgeschlossen, ausgezeichnet. Angel ist vielleicht unschuldig, doch er war alles andere als mitteilsam, was seine Ehe betrifft. Ja, das war der Ehemann. Und wir haben den Mörder gefasst. Mal sehen, wie es weitergeht. 16 von 17 Hinweisen und 9 von 11 Fragen richtig beantwortet. Fall abgeschlossen. Und wieder eine Rückblende. Sarge, why are the guys giving it to the doggies? They're riding in trucks, numbskull, while you're marching. They look pretty badly beat up. Yeah, they do it then. Scuttlebutt says it's pretty hard going down south. We'll find out soon enough. Recon always leads. How can we fail, Skip, with the Shadow leading the show? Who the fuck is the Shadow? Lieutenant Phelps, the Shadow of Death. What the fuck are you talking about? He's a quiet fucker, Sarge. Never hear the bastard coming. Sitting there, field stripping a cigarette, and suddenly he's there looking down on you. Why do you think we keep saluting that Jap-loving son of a bitch? He's bad juju. That's enough out of you three. Bad juju? Where were you dragged up? A swamp? Ja, ja, so nennt man uns auch den schleichenden Tod. Weiße Schuhe und ein Mord. Ja, das passt ja super zusammen. Hatte das Opfer weiße Schuhe getragen? Oh ja. Falls sie das Opfer sein sollte, sein wird. Und da beobachtet sie jemanden. Okay, hast du überfahren worden. Es sieht aus, als ob sie betrunken ist. Und mehr sehen wir nicht. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case.
Ray Pinker will let us know in good time. Aber wir werden uns den Tatort mal ansehen. A fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad, so. As long as the bricks hold up at San Quentin, there are always the killers in this town to say. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? Los, Kollege, fahren zwar mal hin. Es regnet in Strömen. Ich weiß gar nicht, ob es in Los Angeles First the viel letter, regnet. and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Ja, Stück für Stück kommen wir zum Ziel. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Der Schuh fehlt. Wer hat ihn denn mitgenommen? Etwa das Aschenputtel? Mal sehen, wir finden es raus in der nächsten Folge von Let's Play LR. Macht's gut, tschüss!